Hey Leute, ich bin Konstantin aka Baroque Blockbuster. Als ausgebildeter Kunstgeschichtler und selbsternannter Baroque-Aktivist reise ich durch Europa auf der Suche nach den kulturellen Trüffeln, die dieser Kontinent zu bieten hat. Und ich finde es total spannend, so in Geschichte einzutauchen und mich mit Menschen zu unterhalten, die an diesen besonderen historischen Orten leben und arbeiten und die mir mehr über die Geschichte, den Kontext, die Innovationen erzählen können. Ich bin selber in Süddeutschland groß geworden und ich denke mir, Deutschland hat so viel kulturelle Schätze zu bieten und viele kennen die gar nicht. Und das werden wir heute ändern, denn ich bin auf der sogenannten Oberschwäbischen Barockstraße unterwegs. Was ist die Oberschwäbische Barockstraße? Das ist eine 1966 gegründete Ferienstraße, so grob kann man sagen, zwischen Ulm und St. Gallen. Und die geht über 500 Kilometer und verbindet insgesamt 55 richtig beeindruckende sakrale, aber auch weltliche, barocke Architektur- und Kunstjuwele. Und ich bin heute an einem der Highlights, nämlich, ihr seht es hinter mir, Zwiefalten. Und ich gehe jetzt da runter und check das aus. Let's go! Mich richtig schicken. Ich habe jetzt gleich ein Treffen mit einem anderen Barockenthusiasten. Es ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg himself, Winfried Kretschmann, der mir seine Lieblingskirche hier zeigt. Und ich muss mich richtig schicken. Let's go! Hallo Herr Kretschmann. Herr Helger, seien Sie gegrüßt. Ich freue mich total, dass Sie sich Zeit nehmen. Das ist ja so Ihre Homebase, Zwiefalten. Wie kommt es dazu, dass Sie so eine besondere Verbundenheit zu diesem Münster hier haben? Ja, ich bin in einem kleinen Dorf auf der Alp hier oberhalb von Zwiefalten aufgewachsen und das war unsere Pfarrkirche. Jeden Sonntag sind wir da 3 Kilometer in die Kirche gelaufen und ich habe hier zum ersten Mal gebeichtet und die erste Heilige Kommunion hier wirklich erlebt. Das war damals eine der ganz großen Ereignisse im Leben und der Familie und war auch Ministrant in dieser Kirche. So wie ich. So bin ich auch so zum Barock gekommen. Das scheint so ein Motto zu sein. Wenn man reinkommt in diese Kirche, was mich so fasziniert ist, es ist ja wirklich wie so eine Theaterbühne. Vorhänge gehen auf, das sieht man ja auch, das Licht fällt rein. Und es gibt ja so ein paar Protagonisten und Figuren, die herausstechen. Zum Beispiel diese Figur hinter uns. Wer ist es und wie gucken Sie auf diese Person? Ja, das ist der Prophet Ezechiel. Ja, man sieht ein weißer Seher ja, mit wirrem Haar, seinen ganzen exaltierten Bewegungen. Eine Hand zeigt nach oben zu Gott Vater drüber, die andere auf die Kanzel. Da geht es um die Auferstehung der Toten. Also das ist eine große Vision, wo er zum Volk Israel spricht. Und ich will mal so sagen, das ist das Niveau von Bernini. Gilt als die ausdrucksstärkste Skulptur eines Visionärs im ganzen deutschsprachigen Raum. Kann man nur vergleichen mit Berninis Theresia von Avila, die Ekstase. Ja, also ein extrem gut gelungenes Kunstwerk. Und als Kind, mir hat nie jemand diese Kirche erklärt, sind sie einfach von dieser visionären Kraft in diesem Gotteshaus einfach ergriffen. Ja, ohne dass ihnen da jemand was erklärt hat. Um diesen Raum so zu betrachten und zu meditieren, gibt es irgendwie so einen Lieblingsort, wo Sie sich als Kind ganz gern hingesetzt haben? Oder jetzt auch, wenn Sie diesen Ort wieder besuchen? Ja, als Kind war man natürlich in den vorderen Bänken nicht, und da war man gleich im Zentrum, ja, mit dieser großartigen Komposition von Kanzel und Ezechiel.
Aber der Lieblingsort ist eigentlich vor dem Martinsaltar. Okay, spannend. Dann gehen wir doch gleich mal hin und schauen uns den an. Bevor wir weitergehen, ein kurzer Sprung zurück in die Geschichte von Zwiefalten ins 12. Jahrhundert. 1135 beschreibt der Mönch Berthold zum ersten Mal den Schatz des Klosters Zwiefalten. Bis heute haben es einige Schätze durch die wechselvolle Zeit geschafft. Das fast 900 Jahre alte Vortragekreuz von 1135, der Magnusstab, mit dem die Felder der Bauern gesegnet wurden, um für eine gute Ernte zu bitten, die sogenannte Staurothek, die ein Stück des Kreuzes Christi enthält aus Jerusalem, und vielleicht das überraschendste Stück des Schatzes, die Hand des heiligen Stephanus, die für die Krönung der byzantinischen Kaiser verwendet wurde. Warum Reliquien? Ihre Kraft sollte das Kloster schützen, aber natürlich auch Pilger nach Zwiefalten locken. Der Umgang mit dem Schatz zeigt ganz gut, wie es den Menschen in der Vergangenheit ergangen ist. Auf der einen Seite wurde der Schatz verehrt und erweitert, aber auf der anderen Seite in wirtschaftlichen Notzeiten auch eingeschmolzen oder verkauft. Ah, das ist der heilige Martin. Okay, was macht den so besonders, Herr Kretschmann? Ja, erstmal, der heilige Martin ist ja der europäische Heilige. Und auch einer der populärsten Heiligen mit dieser wunderbaren Geschichte, ja, wie er als wie ein römischer Soldat seinen Mantel teilt und den Bettler gibt, der da hockt. Und hier sieht man jetzt was ganz Bemerkenswertes. Wenn man sich die Figuren anguckt in der Kirche, sind alle weiß gefasst. Ja. Nur der Bettler, dem der heilige Martin seinen Mantel gegeben hat, der ist die einzige Figur in diesem Gotteshaus, die farbig gefasst wird. Gibt's da einen Grund, warum genau die farbig gefasst ist? Hat das eine Bedeutung? Ja, nach der Legende war ja dieser Bettler in Wirklichkeit Christus. Ja? Und wer den Ärmsten meiner Brüder etwas gibt, gibt es mir. Nicht? Das ist sozusagen der Kern der Legende. Im ärmsten Nächsten erscheint dir Christus selber. Nicht? Und deswegen, nehme ich mal an, ist diese Figur farbig gefasst. Das heißt, der Kern des Christentums, seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst neben der Gottesliebe, das ist hier einfach nochmal so markant dargestellt, indem einfach diese Figur des Bettlers als einzige farbig gefasst ist. Ich meine, das spricht einfach für sich selber. Das ist selbsterklärend. Glauben Sie, Herr Kretschmann, in der heutigen Zeit, wenn wir uns jetzt mit Barock beschäftigen, ja, also was kann ich davon lernen, wenn das so betont wird, wenn das farbig gefasst wird? Was sagt uns das fürs Heute? Das sagt uns, wir Christen haben einen Glauben, der ist nicht nur für uns da, sondern für die Welt. Und katholisch meint ja nicht was Konfessionelles, sondern es meint für die Welt, für alle. Ja, der Glaube ist für alle da. Und das gibt diese Kirche durch und durch wieder. Ja? Und zwar auf eine Weise, wo wir glauben, das hätten wir erfunden. Wir glauben ja, wir seien die Erfinder der Eventkultur. In dieser Kirche sieht man, das ist ein Irrtum. Ja? In dieser Kirche hat man, heute würden wir sagen, es ist ein niederschwelliges Angebot des Glaubens. Wie mache ich das interessant? Wie mache ich es so, dass das sind ja Eye-Catcher, würde man heute sagen. Wie weise ich darauf hin? Wie nehme ich die Leute mit? Im Glauben, das ist ja auf furiose Weise einfach gelungen. Natürlich mit den größten Baumeistern und Künstlern. Ich meine, der Fischer, das war der Architektenstar der damaligen Zeit. Das ist gut gelungen. Und was für mich ganz wichtig war, auch als Kind, die Kirche strahlt Heiterkeit aus. Das ist ein schöner Punkt, ja. Und ich denke, das geht mir auch so, ich weiß nicht, ob Sie auch so die Erfahrung haben, wenn ich in eine Kirche reingehe und so ein bisschen verweile und ein bisschen zur Ruhe komme, ich komme immer irgendwie inspirierter und mit mehr Kraft und mit mehr Energie und positiv und heiterer eigentlich raus. Und ich glaube, das hat der Barock noch mal gut geschafft, den Leuten zu sagen, das ist was. So wird's, wenn ihr einigermaßen fromm seid, dann
blüht euch das, was hier schon gezeigt wird, nämlich das Paradies. Was mich interessiert, Herr Kretschmann, Sie haben vorhin mir den Visionär Ezechiel gezeigt, mit seiner ganzen Kraft. Sie sprechen über das heilige Theater, Sie sprechen über Nächstenliebe. Sind diese Sakralorte, sind das auch Orte, wo wir uns mit einer Vision für die Herausforderungen unserer Zeit irgendwie aufladen können? Können wir hier was lernen für unsere Zeit? Ja. Und was Wir ist hatten das? ja kürzlich ein schweres Zugunglück hier und hier fand der Trauergottesdienst statt. Ich habe da auch eine Rede gehalten und habe zum Schluss auf der Rede auf die Kanzel verwiesen. Nicht? Das ist ja die Vision, durch den Geist Gottes erstehen die Toten auf. Und wen ziehen die Toten hoch? Das sind die 3 theologischen Tugenden: Liebe, Glaube und Hoffnung. Und dann kann man auch in der heutigen Zeit auch für nicht religiöse Menschen sagen, solange Liebe und Glaube und Hoffnung lebendig ist in uns, können wir immer wieder aufstehen, auch wenn was Schlimmes passiert ist. Man sieht also, das, was hier dargestellt wird, ist keineswegs aus der Zeit gefallen. Das sind wirklich ewige Wahrheiten und die helfen auch dem heutigen Menschen in jeder Stunde, in guten wie in schlechten. Das glaube ich auch. Und was Sie gesagt haben, so auf das Gute gucken, wenn man hier reinkommt, fällt ja das Auge sofort, den Mittelpunkt der Kirche bildet ja dieser Madonna. Und Sie hatten sie vorhin schon erwähnt. Die würde ich mir ganz gern mit Ihnen noch mal aus der Nähe angucken. Diese Decke über mir ist deswegen so genial, weil sie etwas hat, was man nicht sehen kann. Nämlich sie hat keine klassischen Gurtbögen, mit der Gewölbezonen gerne strukturiert werden. Und genau deswegen ist der Stararchitekt Johann Michael Fischer beauftragt worden von Abt Stegmüller, diesen Bau zu vollenden. Denn es konnten nicht viele Architekten eine so große, weite Deckenfläche gestalten. Und das ist deswegen so genial, weil dann natürlich viel Platz ist für ein ganz riesiges Fresko. Und das hat Joseph Spiegler hier grandios umgesetzt. Man fühlt sich, wenn man hier eintritt, einfach raufgezogen in den Sog des Freskos, das überall hineingreift und alles verbindet. Und zusammen mit dem heiligen Benedikt wird man nach oben gezogen. Ich finde das so genial. Das ist ja so der Mittelpunkt, Herr Kretschmann. Und dieses Perspektivgitter geht ja alles auf diese mittelalterliche Madonnenfigur zu. Was können Sie mir teilen? Was sind Ihre Gedanken zu dieser besonderen Figur? Hier sieht man, glaube ich, was Paradoxes. Natürlich ist die in der Mitte der Kirche sozusagen und die Gitter weisen darauf hin und die ganze Raumarchitektur geht ja in diese Richtung. Aber ich glaube, das Entscheidende ist das Paradoxe, es ist eben keine barocke Figur. Sie fällt aus dem Rahmen. Ja, sie hat eben nicht die Theatralik der sonstigen Figur, das ist noch eine schlichte gotische Madonna, wenn auch barockisiert mit Kronen und dem Herzen. Klar, das musste sein, damit es auch reinpasst. Und das ist, finde ich, das Paradoxe. Ja? Auch da ist sozusagen jetzt gegen den Strich gebürstet. Nicht? Man muss sich vorstellen, die Mönche haben ja eine bestehende große Kirche einfach abgerissen. Ja, eine romanische Kirche, die wahrscheinlich auch sehr prächtig war. Auch mutig, ja, das Alte so hinter sich zu lassen. Und einfach was völlig Neues gemacht. Also die wollten, würde man heute sagen, modern sein. Und dann kommt ein entscheidender Punkt. Die Mutter Gottes, der diese Kirche geweiht ist, die wurde als Wallfahrtsfigur gelassen. Ja, das sehen wir ja oft. Denken Sie an die Wieskirche mit dem Geißlerheiland. Nicht? Also da hat man sozusagen eine Ausnahme gemacht. Nicht? Und das stellt man ins Zentrum und deswegen fällt es sofort Ihnen auf. Das heißt, auch wenn Ihnen die Kirche niemand erklärt hat, fällt Ihr Blick sofort auf diese Muttergottesfigur. Ich habe hier mal eine Führung für das bischöfliche Ordinariat gemacht. Da habe ich gesagt, also wenn die Mutter Gottes also eine Frau
die Königin aller Heiligen ist, also noch über den Aposteln und Propheten steht, dann müssen eigentlich Frauen Zugang zu jedem Amt bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Blick nach vorne. Und das ist ja auch spannend einfach, dass so eine Frauenfigur in der Kirche ja so eine zentrale Position einnimmt. Also es ist ja nach der Madonnenfigur dann auch das Hochaltarbild, dann auch in den Fresken drüber. Das gibt ja so eine richtige Bewegung nach oben eigentlich, das sich durchzieht. Ja. Na gut, aber ich finde, das ist auch das Schöne am Katholizismus, dass eine Frau eine solch tragende Rolle in dieser Konfession spielt. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie mich in eine Ihrer Lieblingskirchen geführt haben und ein paar Details erzählt haben. Ich würde sagen, ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um und sage schon mal vielen herzlichen Dank, Herr Kretschmann, für Ihre Zeit. Danke. Ich bin im Chorraum. Dieser Bereich ist abgetrennt und war früher nur den Mönchen zum Gebet vorbehalten. Das Chorgestühl, in dem die Mönche saßen und mehrmals am Tag die Psalmen beteten, ist aus Nussbaumholz und einfach unglaublich fantasievoll. Der Gesang der Mönche wurde beim Chorgebet von der Orgel begleitet, die direkt über dem Chorgestühl eingebaut ist. Das ursprüngliche Instrument hatte das Orgelbaugenie Joseph Gabler um 1760 gebaut. Er ist einer dieser überragenden Meister aus Süddeutschland. Zwar sieht die Orgel heute von außen immer noch so aus, aber das Originalinstrument hat sich leider nicht erhalten. Der Hochaltar ist der Höhepunkt des Heiligen Theaters und einfach riesig. Die Vorhänge sollen zeigen, dass hier etwas sichtbar wird, das sonst verborgen ist. Ich finde, die Perfektion der schwäbischen Künstler zeigt sich in den Kleinigkeiten. Es gibt so viele spannende Details. Zum Beispiel die Buchablage, die in einer Schneckenform endet. Elemente, die wie in einer Tropfsteinhöhle aussehen und geschmiedete Ornamente, die sich zum großen räumlichen Perspektivgitter zusammensetzen. Ich bin jetzt hier auf luftiger Höhe, hier im Südturm des Münsters Zwiefalten angekommen. Hinter mir ist der historische Glockenturm und die Glocken. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, auch mit meiner Verabschiedung, weil in ein paar Minuten ist der nächste Glockenschlag. Ich habe heute so viel von diesem Ort mitgenommen. Ich habe so viel gesehen und entdeckt. Und vor allen Dingen habe ich von den Perspektiven und den Erfahrungen von dem Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann gelernt. Ich fand es total spannend, wenn viele Talente, unterschiedliche Künstler mit ihren Fähigkeiten, Architekt, Dekorateure, Maler, Freskanten, wenn die an einer Vision, an einem Projekt zusammenarbeiten, dann kann eine große kulturelle Leistung entstehen. Und ich denke, das sieht man hier ganz gut in Zwiefalten, was sich zusammensetzt, wenn eben Menschen zusammenarbeiten und eine große Vision verfolgen. Ich kann euch nur empfehlen, kommt mal nach Baden-Württemberg, macht euch auf den Weg und entdeckt die Oberschwäbische Barockstraße. Mir hat es hier total gut in der Region gefallen. Es gibt hier so viele beeindruckende Meisterwerke abseits des Massentourismus und man kann diese Räume für sich in ihrer authentischen Art erleben. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, schreibt mir was und ich freue mich aufs nächste Mal und sag Ciao aus Zwiefalten.